Hefen spielen die zentrale Rolle während der Gärung. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Reinzuchthefen sind meist der Gattung Saccharomyces cerevisiae. Das ist die Hefe, die wir auch zum Pizzabacken verwenden oder auch in der Bierbranche verwendet wird zum Bierbrauen. Natürlich selektioniert auf die Bedürfnisse während der Gärung. Mit Reinzuchthefe wird nachgesagt, dass es dadurch uniforme Weine erzeugt werden, die eben nicht terroirbezogen sind. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass man sehr terroirbezogen arbeiten kann und gleichzeitig durch den Einsatz von vielen verschiedenen Hefegattungen eine Aromenvielfalt in dem Wein erzielen kann. Gleichzeitig birgt es die Gefahr, dass Gärstockungen entstehen oder auch Fehltöne durch nicht erwünschte Hefen. Auch in der Spontangärung sind vor allem gegen Ende der Gärung die Saccharomyces cerevisiae Hefen aktiv, aber wie gesagt, sie sind nicht von außen zugesetzt worden durch den Kellermeister, sondern sie sind in der natürlichen Hefeflora aus dem Weinberg bzw. aus dem Keller enthalten. Und genau diese Saccharomyces cerevisiae Hefen ist es nun wichtig, mikrobiologisch zu überwachen. Über die sensorische Kontrolle und auch die Analyse der Dichte sieht man nur das Endergebnis. Das heißt, wenn bereits eine Gärstörung vorliegt, dann kann ich das eben durch die Zuckermessung sehen. Aber durch eine mikrobiologische Überwachung ist es möglich, bereits im Vorfeld zu sehen, wann es zu Problemen kommen kann. Denn die Hefe ist, wie gesagt, hat die zentrale Rolle während der Gärung. Wenn sie nicht ausreichend aktiv ist oder die Anzahl der aktiven Zellen nicht vorliegen, dann kommt es im Anschluss zu einer Gärstörung oder zu Fehlaromen. Und das bedeutet, dass ich im Prinzip durch eine mikrobiologische Überwachung eine Gärstörung vorhersagen kann. Das hängt damit zusammen, dass ein Mikroskop doch ein recht aufwendiges Gerät in der Bedienung ist. Das bedeutet, man braucht einerseits Erfahrungswerte, die es schwierig ist für einen Winzer oder Kellermeister zu sammeln, da die aufgrund der Saison das Ganze sehr kondensiert nur innerhalb von 8 Wochen pro Jahr stattfindet. Das heißt, nur einmal im Jahr in diesen 8 Wochen kann man seine Erfahrungen sammeln und hat sie dann vielleicht in einem Jahr auch schon wieder etwas ad acta gelegt. Und zum anderen ist es auch sehr aufwendig, diese Analysen. Man möchte ja nicht nur die Zellen einfach so sich anschauen, man möchte sie auch quantifizieren. Man möchte wissen, wie viele dieser Zellen sind lebendig und aktiv. Diese Zeit fehlt einfach in dem hektischen Herbst. Wir haben eine, wie gesagt, sehr kurze Saison und es fehlt einfach die Zeit im Herbst, im Keller, um ein normales Mikroskop zu bedienen. Das ist der nächste Punkt. Selbst wenn ich jetzt die Zeit hätte, im Herbst diese Zellen zu zählen, dann bekomme ich eine Zahl, 10⁻7 Zellen pro Milliliter sind lebendig. Was mache ich mit dieser Zahl? Hier ist es erforderlich, dass wir ein Ampelsystem einführen, damit der Winzer eben gesagt bekommt, aha, diese Zellzahl ist kritisch, hier kann es zu Gärstörungen kommen. Ich muss mein Augenmerk auf die Vermehrung der Hefe legen, ich muss Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel die Temperatur erhöhen oder Nährstoffe geben oder im schlimmsten Fall sogar einen neuen Hefeansatz herstellen. Wenn die Zellzahlen im grünen Bereich liegen, dann kann der Winzer davon ausgehen, dass es zu keiner Gärstörung kommt. Aber diese Zahlen sind auch Erfahrungswerte, die wir jetzt im Rahmen dieses Projektes gesammelt haben und somit ein Ampelsystem, ein Frühwarnsystem zusammen mit diesem Ergebnis dem Winzer an die Hand geben können, sodass er nicht seine eigenen Erfahrungen sammeln muss, sondern auf unsere Erfahrungen zurückgreifen kann. Wir reden auch schon lange letztendlich auf
die Winzer ein und auch auf die Studenten in den Vorlesungen erzähle ich immer, dass es sehr wichtig ist, eine mikrobiologische Gärkontrolle durchzuführen. Gleichzeitig ist mir natürlich bewusst, dass es sehr aufwendig ist, eine solche Kontrolle während des hektischen Herbsts durchzuführen. Insofern sind wir schon seit langer Zeit auf der Suche nach einer Lösung dieses Problems. Einerseits möchte man eine mikrobiologische Gärkontrolle haben, andererseits ist das Verfahren bisher zu aufwendig für einen Winzer im Herbst nebenbei. Und so hat sich die Zusammenarbeit mit der Firma Oculize ergeben, die eben da eine passende Lösung für dieses Problem geboten hat mit dem Smartphone-Mikroskop, das also dem Winzer ein einfaches Instrument in die Hand gibt, um die Gärung mikrobiologisch zu überwachen. Wir haben über Erfahrungen und Versuche und Forschung gemeinsam in diesem Projekt Ergebnisse erzielt, die wir dann einerseits direkt an unsere Studierenden weitergeben in den Vorlesungen, aber auch in den Praktika führen wir auch diese Smartphone-Analysen durch im mikrobiologischen Praktikum und andererseits betreuen wir natürlich auch die Winzer und geben ihnen diese Erfahrungswerte weiter, sodass sie diese Smartphone-Analysen im Keller nutzen können.